Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben, zum Tagesorakel. Wir gucken, was der Tag uns für Infos mitgibt. Ja, hier kriegen wir schon mal gesagt, dass wir einfach und nicht zerstreut auf die Dinge gucken sollen, die wir vorhaben. Und dass wir auf die Taten, Gedanken und Gefühle, die dazu gehören, einfach fokussiert halten. Ne? Dabei bleiben, durchhalten, wichtiges Fokussieren einfach. Die Absicht sollte halt so sein, dass du nicht zweifelst an dir oder dass du denkst, ach, jetzt kriege ich nicht hin. Dann haben wir das Thema Empfänglichkeit. Ist ja auch für viele so ein Ding, wo Blockaden herkommen. Die haben dann meistens damit zu tun, dass man diesen Selbstwert nicht hat, wo man denkt, es steht mir nicht zu, nur all den anderen. Irgendein Thema, das Vergebung braucht. Vergebung heißt hier halt auch Schuldzuweisungen loslassen, Ärger weglassen, rein zu sein mit sich, den anderen und dem Umfeld. Manchmal braucht es halt ein bisschen, ne, bis man so Dinge, die einen sehr getriggert haben, dann auch wieder vergeben kann. Ein Schritt nach dem anderen gehört hier unwiederbringlich zur zielgerichteten Absicht. Entspanntes Vorangehen heißt ja auch, dass man jetzt hier nicht voranprescht und macht und tut, sondern dass man einfach fokussiert und entspannt seine Dinge durchzieht, dass man dabei die Empfänglichkeit mit an Bord hat, ja, dass man mit kleinen Dingen auch bewegen kann. Und die Karte entspann dich heißt auch, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Da hat sich noch die Veränderung umgedreht und die Veränderungen, auf die wir hier zulaufen, werden positiv sein. Wenn wir jetzt hier schon von Veränderungen sprechen, gucken wir mal mit dem Butterfly-Orakel, was sich da zeigt. Genau, eigentlich ist es ganz einfach. Ne? Wir haben bewahre deinen Glauben. Hier zeigt sich eine Situation, wo man eventuell schon lange dran arbeitet. Es kann jetzt etwas Mentales sein oder tatsächlich ein Ziel, das man durchziehen möchte. Irgendwie hat man das Gefühl, man kommt nicht zum Empfangen. Irgendwie hat man das Gefühl, es dauert zu lang. Irgendwie hat man vielleicht auch das Gefühl, weil es so lang dauert, ist es vielleicht gar nicht mehr relevant, das Ziel durchzuziehen. Und hier kommt jetzt, bewahre deinen Glauben. Ne? Hier ist es wichtig, dass man sich von nichts und niemand abbringen lässt. Es geht darum, etwas zu transformieren, Anfang und Ende von etwas zu erreichen. Gleichzeitig haben wir halt auch mit der 8 den Überfluss, die Unendlichkeit, die Lemniskate. Möglicherweise geht es auch darum, eine schwierigere Zeit zu beenden. Ja, es ist mehr auf der emotionalen Ebene. Hier sieht man ein Gefühl, eine Situation, ein Schatten, vielleicht auch nur ein Trigger von irgendetwas, das man schon kennt. Und die Energie ist so flatterhaft und man fühlt sich genervt und emotional berührt. Und hier darfst du tatsächlich davon ausgehen, dass die Sorgen hier ein Ende nehmen und dass es auch unbegründet ist. Überlegt euch mal, wie viele Sorgen, die ihr euch schon gemacht habt, sind nicht eingetreten. Also es ist oftmals auch
übertrieben, aber klar, wir haben alle unsere Erfahrungen und man fragt sich halt, ob das eine oder andere gut ausgeht. Also bewahre deinen Glauben, wird hier gesagt, entspanne dich, mach einen Schritt nach dem anderen, manchmal gibt es auch einen Rückschritt. Hier zeigt sich ein Konflikt, bei dem du eventuell mit einem Gegenüber einen Konflikt hast, einen Streit, eine Diskussion. Eine Sache, die von außen kommt, die von dir fordert, dass du gibst. Und vielleicht auch der Konflikt, ich habe schon so viel gegeben, es ist doch jetzt auch mal endlich gut. Hier unten haben wir die guten Nachrichten. Also die längste Zeit dürfte das gedauert haben. Manchmal werden wir halt auch im Glauben geprüft. Und ja, da kommt es jetzt hier drauf an, durchzuziehen, nicht aufzugeben. Was sagen die Signale aus dem Zauberwald? Du bist das Wichtigste, ja? An das müssen wir immer wieder erinnert werden. Leider. Viele von uns wissen nicht, dass sie das Wichtigste in ihrem Leben sind, tun und machen für die anderen und kommen irgendwann an den Punkt, wo sie merken, nichts geht mehr. Und da werden wir heute dran erinnert. Unten haben wir noch ein Gespräch, bringt Klarheit. Das wäre hier so ein bisschen mit den guten Nachrichten verbunden. Okay, wir gucken noch, was die Vögel dazu sagen. Haben wir 2 gekriegt. Einmal die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und die Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Doppelt sich die Veränderungen, die du anstrebst, sind ja positiv. Und wir haben den Kolibri, der dir hier sagt, ich bin der fliegende Juwel. Hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Wunderbar, ihr Lieben, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.